Hallo Sonja, Hi Nina. schön dich zu sehen. Juhu, Dito! Und ein total cooler Anlass zu sprechen. Ja, Wir wollen heute über das Phänomen Alltagssüchte sprechen, weil du dich damit beruflich beschäftigst und dazu jetzt auch bald einen Kurs anbietest. mhm. Ja, und ich habe total Lust, das mit dir anzufassen und zu bewegen, das Thema. Voll schön. Ich freue mich total über deine Lust an dieser Stelle. Ich finde es auch super spannend. Ich beschäftige mich damit übrigens nicht nur beruflich, sondern auch einen Haufen privat. Ich habe nämlich ein paar davon. Ja, das geht mir auch so. Okay, puh, gut, I'm not alone. Ja, ich vermute, dass es irgendwie wirklich den allermeisten Menschen so geht. Also Ja, mit Alltagssüchte meine ich, um es ganz grob zu sagen, irgendwie alles, was in Gewohnheiten, was man auch als Gewohnheiten bezeichnen könnte und vielleicht so wie langfristig gesehen nicht gesundheitsfördernd oder auch, boah, ich spüre, dass es mir vielleicht nicht nur äußere Gesundheit, sondern auch innerlich nicht gut tut. hm, So, das mal so als Grundthema. Soll ich ein paar Beispiele aufzählen? voll gerne. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, dass das gerade in Bezug auf Alltagssüchte, also die nicht klinisch behandelten Richtig? Formen von Sucht oder was wir Sucht nennen können, ähm, oder Angewohnheiten, ne, die in diese Richtung gehen, dass sie auf eine süchtige Art und Weise oder also dass die so Parameter der Sucht vielleicht auch erkennen lassen, dass das nochmal ein weiteres Feld sein könnte als diese klinischen Süchte. Ne? Also, dass es unheimlich viele Dinge betreffen kann, aber voll gerne, wenn du ein paar Beispiele hast. Genau, es kann, ich würde sagen, nahezu alles betreffen, was man Mhm. sozusagen übertreibt oder weißt du, so diese Mhm. Richtung auch. Und ich sage immer, die Alltagssüchte sind die, die dein Hausarzt durchwinken würde. So, Mhm. das interessiert den nicht, wie lange du am Handy spielst. Also wenn es nicht gerade, ja, wenn du nicht Tag und Nacht und Schlaf und Essen darüber vernachlässigst, dann interessiert ihn das. Mhm. Und wenn du ein bisschen zu viel isst, bei den meisten Mahlzeiten interessiert ihn das auch nicht. Es interessiert ihn, wenn das krasser wird, ja, und Mhm. wirklich Mhm. gesundheitsschädigend sozusagen akut ist. Ich neige zum Beispiel zum fast bei jeder Mahlzeit ein bisschen zu viel Essen. Ja, Mhm. so wie, Das geht mir auch so. weiß ich nicht, 2 bis 8 Happen zu viel, sowas. Ich hätte es eigentlich schon vorher, ich esse auch noch, ich koche auch noch so gut und so weiter. Es ist einfach so ein bisschen too much. Mhm. Und das interessiert keinen so. Und da sagen alle so, ist doch nicht schlimm. Und ich spüre aber, wenn ich das jahrzehntelang mache und auch diese Gewohnheit und auch spüre, wie sauschwer es für mich ist, wirklich aufzuhören, wenn ich satt bin und das nicht so, oh, so größer werden zu lassen und noch einen Happen und noch einen und noch einen. So, ja, dieses Ziehen, ich sagte, also dieses Ziehen ist mir wahnsinnig bekannt in all meinen Alltagssüchten. Mhm. Wenn ich das spüre, dann habe ich das Gefühl, ich fühle mich nicht ganz frei. Und ich vermute auch, dass wir tatsächlich nicht so wie unsere Kultur ist, so wie wir als Menschen leben. Da ich könnte mal so ganz, ja, und auch aus dem Herzen verständnisvoll sagen, vermutlich braucht es bis zum Ende unseres Lebens gewisse Kompensationsstrategien, Mhm. ist meine Vermutung, so wie wir leben. Und das ist ein anderes Wort für Alltagssüchte oder Gewohnheiten oder schlechte Gewohnheiten, Kompensationsstrategien. Für mich ist das alles ein Topf Mhm. und man kann damit halt eben auf verschiedene Weise umgehen und man kann sie kennenlernen und man kann Leichtigkeit, Flexibilität, Licht, Bewusstsein, Nähe dazu herstellen, anstatt es ablaufen zu lassen. Ja. Und ähm, du hast jetzt gerade noch von Licht und Bewusstsein gesprochen. Ich habe noch eben gedacht, dass es auch Sachen betreffen könnte, die
die uns davon abhalten, in einen bestimmten Teil von uns oder in einen bestimmten inneren Raum Licht zu bringen. Also es ist so ein bisschen wie das Kompensat, der Kompensationsmechanismus, die Strategie, mit der wir uns auch von irgendetwas fernhalten, was wir nicht spüren wollen, aber es ist eben noch nicht so, dass wir uns direkt schaden, aber wir nehmen uns einen Teil von uns. Mhm. Vielleicht. Hat das für dich auch starken Bezug dazu? Also du redest, also du sprichst ja von ähm, freier werden. Ja, Ja. total. Ganz sehr. Also ist für mich totaler Volltreffer, was du gesagt hast. Dieses, was will ich eigentlich nicht fühlen Mhm. oder wo fühle ich mich überfordert, es zu fühlen? Und da einfach sozusagen wie ein Stück drüber wegzugehen. So habe Mhm. ich das Gefühl, dass die Alltagssüchte das sehr oft tun. Ich Mhm. würde nicht sagen in 100% aller Fälle, dass es immer darum geht, aber häufig. Mhm. Um sowas wie, nee, das ist too much, das möchte ich nicht, das. Und wenn ich so spreche, ich glaube, es ist schon zu spüren, das ist teilweise so weit hinten, sag ich mal, oder so weit unten im Mhm. Bewusstsein, im Unterbewussten, dass es wirklich so wie mir schwant, dass da was ist. Ja, ja. Aber so richtig, also oft genug kann man es gar nicht schnell benennen. Mhm. Oft genug ist es wirklich super hilfreich, einen Raum zu haben und sich den auch zu nehmen. Und dann spürt man auch gleich nicht einen harten Raum, ja, nicht einen, der so, du solltest das aber jetzt mal hier wirklich auf den Tisch bringen Ja. und so, sondern so, okay, ganz, wenn das wirklich so tiefere Schichten betrifft, die man Mhm. selten bis kaum jemals trifft, berührt, zu greifen kriegt, diese flutschigen, die auch so, ah nee, oder auch so ein bisschen die Schichten, die so Wald vor lauter Bäumen mäßig nicht mehr zu sehen sind, weißt du, dieses, Mhm. das ist doch Mhm. ganz normal, dass mein Leben too much ist, dass das irgendwie mich ein bisschen überfordert. Ja. Vielleicht seit Kindertagen, vielleicht seit Schwangerschaftstagen. Ja, genau. Das ist dann wirklich Wald vor lauter Bäumen und das ist jetzt ein Beispiel, ja, das ist Ja. wieder nicht, es ist super individuell. Aber es ist ein Beispiel, was, glaube ich, viele auch kennen könnten. Dieses, was wäre denn, wenn mein Leben total viel stiller und leerer ist im schönsten Sinne? Mhm. Und Menschen viel mehr Platz dazwischen wäre, zwischen mir und anderen Menschen, beziehungsweise zwischen Terminen und Dingen, die ich zu tun habe. So als ein Beispiel, ja, so Breathing Space, Feeling Space. Wie viel an Kompensationslust und Brauchen ist dann noch im Feld? Das wissen wir oft gar nicht, weil wir die Gelegenheit kaum haben, Mhm. oft genug, uns so ein Leben mit so viel Platz zu erschaffen. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, aber wenn man so ein volles Leben hat und das gewöhnt ist, dass die Bäume so dicht stehen, dann kriegt man das nicht mehr mit, wie Mhm. dass man in diesem Wald lebt. Und dann ist so ein dieses tiefer Sinken, was in einem weichen, freundlichen, interessierten Raum passiert, den ich mir selber geben kann oder wo ich andere dazu einlade, in dem Kurs zum Beispiel, sich den zu geben. Dann kann man so mitkriegen, vielleicht hat es damit zu tun, dass es so viel ist. Dann kann man so anfangen zu forschen. Oder auch Mhm. tiefer forschen, wenn man schon sehr starke Vermutungen hat. Oder wenn man es schon genau weiß, was kann ich denn dann machen? Alles so, weißt du, verschiedene Schichten. Ja. Wie tief ist sie von mir entfernt? Wie gut kenne ich sie schon? Wie neu ist sie vielleicht? Ganz unterschiedlich. Es ist auch bestimmt neu für viele Menschen, die jetzt mit dir auch an dem Thema arbeiten oder also mit denen du arbeitest, die du begleitest in dem Prozess, bestimmte Angewohnheiten, die eigentlich ja normalisiert werden in der Regel, Ja, kulturell. Also was wie, jetzt hast du gerade was beschrieben, wie es ist immer was los. Also es gibt eigentlich immer so eine Grundfrequenz von Stress oder von Termine haben. Und ich sag mal, so ein leichter Workaholismus, solange er nicht ins Burnout geführt hat, wird ja eigentlich sogar begrüßt von unserer Kultur. Und genau. das ist
es wird selten problematisiert, bevor es halt richtig problematisch geworden ist. Und selbst wenn, geht es ja häufig eher darum, ähm, eine Balance zu finden, in der der Mensch halt trotzdem weiter funktioniert. Und indem du halt hingehst und sagst, nee, das ist schon vorher eigentlich, hat einen Suchtcharakter oder es hat eben diese Merkmale, ähm, ist es, also ich dachte gerade, es ist bestimmt auch interessant oder krass und auch neu für Menschen, es dann auch so zu benennen. Ja, Also als du eben von dem immer ein bisschen zu viel Essen erzählt hast, was ich auch kenne, ist, wär für mich zum Beispiel total neu, ist als Sucht etwas mit Suchtcharakter zu bezeichnen. Und wie du auch eben gesagt hast, ohne dieses Haut drauf Ding, ohne diese Strenge, ohne dieses, du musst das jetzt loswerden, sondern was passiert, wenn dieser Raum da ist, in dem man es erforschen kann mhm, und trotzdem nicht normalisiert, also nicht genau. verklärt. Ja, nicht Das macht natürlich ein verharmlosen. Riesenfeld auf. Ja, genau, nicht verharmlosen. Ja, Nicht verharmlosen und nicht verteufeln. Es ist ein genau. sehr, sehr, sehr weites Feld zwischen diesen beiden. Ja, Und es ist total schön, es ist total schön, da ja, das Feld sozusagen noch weiter werden zu lassen, eben Forschungsfelder, weißt du, einzusteigen und zu gucken, okay, ja. da neige ich da. Ich neige zum Beispiel schnell zum Verteufeln. Ich habe so ein Hm. Ding von, ich habe auch noch so tolle Leute um mich rum, ja, die dann irgendwie so, da zähle ich dich auch ein Stück weit dazu, Nina. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin komplementär, weil ich neige zum Verklären oder zum, also das ist halt, ich Nee, würde sagen, ach, das ist nur ein Laster. das habe ich nicht gemeint. Ich habe was Also, anderes gemeint. Ich habe gemeint, so Leute, die Sachen, die ein Leben führen, was ihnen voll entspricht, was nicht überlastet ist, wo sie ihrem Seelenruf nachgehen, wo sie aber voll wirksam sind und irgendwie tolle Sachen in die Welt bringen. Und ich sehe deinen Gesichtsausdruck als funny. wenn du wüsstest, wie ich mit mir selber rede, das ist, aber ja, schön, schön, das auch mal zu hören. Ne? Ich sehe dich als sehr kreatives Wesen, mindestens das, als sehr kreatives und begabtes Wesen. Das sehe ich deutlich. Dankeschön. Ja. Das geht mir umgekehrt genauso Ah, oh, bei schön. dir. Das musst du jetzt Das ist für mich aushalten. total schön zu hören. Danke. Das auch, ja. Mhm. Ja, also was ich sagen möchte ist, ich neige dann dazu, mindestens zu projizieren und Mhm. zu sagen, oh, die hat ihr Leben drauf. Gar nicht, ich meine jetzt gar nicht kontrolliert und alles perfekt, sondern ich sage dazu gerne poetisch, weißt du? Und die Mhm. hat irgendwie so ein poetisches, gefühltes Leben, wo sie wahrscheinlich von morgens bis abends ganz viel Kontakt zu sich hat und nichts überspringt. Und das projiziere ich auf dich und noch 2 Dutzend Ja. andere Menschen, nur um das mal kurz so zu erweitern, ja. Dass du dich nicht Ich alleine höre mir an. das mal an, das klingt schön. Ich würde die auch gern kennenlernen. That's funny. Erzähl mir mehr, Sonja. Okay, also das sind meine Projektionen. Was ich sagen will, ist, ich neige zu den Projektionen, diese Okay. Richtung. Mhm. Oh, du bist toll. Und, und dadurch neige ich dazu, also in meinen Alltagssüchten, ich neige dadurch eher zum Verteufeln. Mhm. Das ist nicht gut, dieses etwas zu viel essen. Sehr spät ins Bett gehen ist es bei mir auch. Filme gucken, ich gucke gar nicht so viele Filme, aber es gibt was in mir, was sagt, ich sollte eigentlich gar keine Filme gucken. Oder wenn dann nur Dokumentarfilme mit anderen Menschen, mit mir auf dem Sofa und dann bildet man sie, oder weißt du so, sowas gibt Ah, es in mir krass. einfach. Mhm. So eine seltsame wie ich sein sollte, Sicht. Und so, weißt du, und alle meine Alltagssüchte, ich habe die sehr, sehr viel gedreht und gewendet. Und wenn ich die ins Gespräch bringe mit Menschen, die sich gut auskennen, Traumatherapeuten,
Therapeuten, mein Hausarzt, die winken das alle total durch und sagen, Sonja, mach mal einen Punkt. Hm. Also echt, man kann sich echt auch also man kann sich über wichtigere Dinge unterhalten, als darüber, dass du gerne spät ins Bett gehst. Und ich merke so, nee, das ist bei mir, also siehst du, ich will da so gerne so ganz hingehen und das ganz Ja. erforschen. Warum will ich denn so spät ins Bett gehen? Dieses Ziehen, da bin ich wieder bei diesem, das zieht mich so, noch ein Hm. bisschen aufbleiben und noch ein bisschen. Was ist das denn? Und da so wie einzusteigen, mich wie so runterzulassen, wie so abzuseilen in Ja. die Höhle und da, ja, und dann mit einer Taschenlampe mich umzuschauen, das finde ich super spannend. Wunderschönes Bild. Hm. Ich kenne das aus anderen Kontexten, aber ich liebe das an dir so. Also, wir sind Freundinnen, falls man das noch nicht That's so gemerkt cute. hat. Wir kennen uns also schon und ich kenne es von dir, diese Präzision, was das auch Mitteilen von Empfinden. Also du sprichst von diesem Raum, du sprichst von diesem Zug oder Sog. Vorhin, als du davon gesprochen hast, was passiert denn, wenn oder wie wäre ein Leben, das noch mal mehr Horizont freigibt oder noch mal mehr Weite freigibt. Und in der Art, wie du darüber gesprochen hast, habe ich gemerkt, wie bei mir zum Beispiel irgendwie der Brustkorb an deinen Worten erzittert ist, weil ich mir das wirklich vorgestellt habe. Und das war so, oh Gott, viel zu frei, viel zu frei. Ja. Und da, ja, da ist deine Forschungsarbeit halt so krass auch noch mal so wie ich dich kenne und erlebe, ähm, diese unheimliche Präzision. Und das passt natürlich total gut zu einem Thema, was häufig dann so ausgeklammert wird oder so stiefmütterlich durchgewunken, sagst du gerade, von den meisten Menschen. Es muss ja auch nichts Schlimmes sein. Also ich wäre auch wahrscheinlich eher von meinem normalen Umgang damit oder gewöhnlichen Umgang damit so, ja, lass mal 5 Grad sein, ist doch kein Problem. Und ich höre dich aber auch, wenn ich dich davon sprechen höre, überhaupt nicht da mit dieser Strenge sprechen im Sinne von, man muss das alles sofort loswerden. Aber es darf ja sein, dass einen etwas daran nervt, dass das einfach so ist und man nicht akzeptiert oder du nicht akzeptierst, dass etwas dich zwingen muss oder dass ein Verhalten dich irgendwie beherrscht oder eine Gewohnheit. Also da vermischen sich für mein Erleben von dir bei dir so stark der Freiheitsdrang, also das auch expandieren wollen mit dem Bewusstsein, mit dem Empfinden, mit dem Erleben, mit dem Horizont und gleichzeitig eben auch nicht einfach nur durchbrechen und weg und Tschüss und Abstinenz, sondern dieses Anfassen, Berühren, Ertasten, was es ist. Also es ist eine total intime Arbeit, glaube ich. Oder so schätze ich dich ein mit diesen Themen. Ja. Ja, und nicht nur, weil ich weil ich tatsächlich gerne so intim arbeite und Ja. so gründlich, sondern auch wirklich, weil diese Alltagssüchte halt so im Alltag drinnen sind Hm. und sich da, also es liegt in der Natur der Sache, dass es so intim ist, weil die so nah an uns dran oder in uns drin sind und das zu erforschen, damit erforschen wir uns Ja. in eben diesen verschiedenen Schichten, manche schon ein bisschen bekannter, manche ziemlich, wow, was ist denn das hier? Also es passiert immer wieder, wenn ich Menschen begleite mit diesen Themen, passiert viel, dass die Sachen kennen und einfach mehr kennenlernen oder auch tolle Alternativen finden. Thema Hm. Zucker, ja, ein schönes Beispiel. Oder so, man kann tolle Alternativen finden, man kann vieles gesünder gestalten an seinen Gewohnheiten, ja. Aber es passiert auch immer wieder, da wollte ich gerade hin, das zu sagen, dass man wirklich denkt, wow, oder spürt, boah, hier war ich noch nie. Das ist Hm. wirklich, die Höhle ist mir ganz neu. Ja. Es ist wirklich so wie, oh. Passiert auch nicht, also nicht jedem, nicht regelmäßig. Das meine ich wirklich, es ist super individuell. Es ist so.
Du hast auch vorhin das Thema Merkmale gesagt. Also ja, es gibt klinische Merkmale, was Hm. wirklich, das spürt man auch, was wirklich gesundheitsschädlich ist. Das gehört in andere Hände, in andere Räume. Aber für mich ist das Hauptmerkmal, wenn es dich interessiert, Hm. das zu erforschen. Ganz ehrlich. Ja, Wenn es dich nicht interessiert, dann nicht. ja, ja, ja. No problem. Dann schön, ja, wenn das für dich irgendwie rund ist, für dich, was du für Gewohnheiten hast und wie du dein Leben lebst. Beautiful. Das ist super spannend. Please, let's have more of this. Ja. Aber wenn dich ein einzelnes Thema oder zwei, drei näher interessieren, dann ist es womöglich spannend und womöglich wirklich Schätze. Also in diesen Höhlen sind oft genug dann auch noch Schätze. Hm. Und oft Mhm. genug nicht nur schön, also nicht gleich, oh, wie toll, jetzt habe ich irgendwie eine neue Ressource entdeckt. Das kann auch total passieren, aber es ist oft genug auch schmerzvoll, sich näher kennenzulernen, gerade in den alten und tieferen Schichten. Ja. Oder es kann einfach mit dabei sein, ein Schmerz. Es geht mir nicht um Aufbrechen und du musst jetzt ganz viel Schmerz fühlen oder so, aber es geht mir darum, einen Raum zu haben, mit dieser, vor allem mit der Technik des puren Fühlens, wie ich es Hm. nenne. Das ist eine Technik, das ist sozusagen die Kernmethode oder das Kerntool, das ich in dem Kurs weitergebe. Neben Schütteln, also es gibt das Körperliche, Ja. oh, Dinge durchbewegen, fantastisch für ganz viele Dinge. Und wie so eine Ergänzung gibt es das pure Fühlen, was im Liegen stattfindet Hm. und was wie für diese stilleren, unbekannteren Räume wie noch ein Stück oft besser geeignet ist als das in Hm. Bewegung sein. Und das ist auch fantastisch. Man kann toll im Schütteln so ziemlich alles bewegen, aber manche Dinge melden sich erst oder können sich erst ausbreiten mit mehr Stille, Ausbreitung, Ja. Weichheit wieder. Oh, ich habe mega Lust, dich zu den Methoden, zu den Werkzeugen, den Tools nochmal zu befragen. Ich habe auch aber gerade noch einen anderen Impuls, nämlich ein Beispiel zu erzählen. Ja, Wäre das für dich okay, wenn ich das jetzt ja reinbringe? voll, Mir ist please. nämlich gerade was eingefallen, als du eben Zucker sagtest Mhm. und auch als du davon gesprochen hast, was ist der Anlass, dass man neugierig ist, dass man etwas beforschen möchte und nicht, weil irgendwo in der Zeitschrift jetzt gestanden hat, das soll man nicht machen. Also das ist, also ich kenne es bei mir zumindest so, dass sowas nicht lange wirkt und auch nur der Aspekt von Gesundheit fördern zum Beispiel bei mir gar nicht zieht, sondern das hat oft dann ganz andere Gründe. Ähm, und ein Beispiel war, dass ich in einem Job gemerkt habe, dass wir alle total viel Zucker essen. Also, dass wir den ganzen Tag, die ganze Zeit uns irgendwie Zeug reinziehen und dass auch immer super viel davon, also dass immer sichergestellt ist. Es war eine sehr stressige Phase, dass für alle auch das jeweils, also quasi der Stoff immer verfügbar war. Und ich habe dann irgendwann gedacht, boah, das ist ganz schön krass. Also ich merke, dass ich hier richtig mich selbst konditioniere, in einem bestimmten Pace weiter zu funktionieren, obwohl eigentlich ich mehr also eigentlich ein bisschen mich befreien möchte von diesem psychologischen Vorgang von jetzt noch mehr, jetzt noch schneller, jetzt noch das und das. Obwohl das, also auf einer anderen Ebene habe ich gemerkt, das ergibt überhaupt keinen Sinn an dieser Stelle. Oder es war halt, es war so eine Kontradiktion. Es gab so einen Moment von, also das ist jetzt meine Verhaltensweise und alle machen das. Also es ist auch ein bisschen wie Teil der Gruppe sein gewesen, ähm, das halt irgendwie so zu machen. Und andererseits habe ich halt schon gemerkt, okay, etwas stört mich hier daran. Und ich hatte Lust, mich zu emanzipieren von diesem davon. Und das war für mich der Anlass zu sagen, okay, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Also wenn ich jetzt die Zuckernummer nicht mitgehe, ohne jetzt zu sagen, ich arbeite dadurch auch langsamer oder bin weniger bereit, aber nur einen Teil weglassen, nämlich der Teil, von dem ich merkte, der konditioniert mich jetzt in eine Verhaltensweise und in ein Dazugehören und Funktionieren hinein, das ich auf kurz oder lang eigentlich nicht möchte. Ja, Also ich wollte
es ging mir gar nicht darum, zu viel Zucker essen ist nicht gesund. Das, wie gesagt, das mit der Gesundheit ist bei mir leider nicht so ein guter Hebel. Das ist halt nicht so lange vor. Also keine guten Vorsätze. Aber wenn es so eine psychische Bindung gibt an etwas, dann werde ich wild. Also da kommt was, wo ich denke, Moment, hier verstricke ich mich gerade mit etwas und ich möchte aus dieser Bindung raus, aus diesem Bann raus. Ja, Und das war krass, weil ja, das ähm, auch einen total heftigen Horizont aufgerissen hat, mit dem ich nicht gerechnet hatte. ah, Weil ja, das, also da ist natürlich der Horizont aufgegangen, einerseits von der Körper, also Zucker macht ja auch, also das Gehirn und alles macht körperlich natürlich abhängig und man hat Angst, plötzlich müde zu sein. Also es gibt ja auch so eine Energiegeschichte. ja, Da war ich natürlich dankbar, auch so ein paar Körpertools zu haben, um Energie auch wieder aufzufrischen, sozusagen. ja, Aber halt andere Sachen dann zu machen, ist ein anderer Verlauf von Energie, eine andere Frequenz. Allein das küsst natürlich Bereiche wach oder sticht in Bereiche rein, die ich vorher mit der Zuckerfrequenz, die mir auch so eine Art Kontrolle suggeriert. Also dieses, wenn ich mir das zuführe, habe ich immer Kontrolle über meinen Energiehaushalt. ja. Und dieses, ich Ähnlich wie darf mit nicht. Kaffee übrigens. Ganz vieles, was Ja, du über Zucker sagst, erinnert mich an Kaffee. Koffein, ja, voll. Also da gibt es eine Ähnlichkeit. Ähm, Das heißt, Kontrolle war weg. Ja, wow. Und der Bezug und das Eingebundensein in den Modus der Gruppe oder in den Umgang der Gruppe war Ja, weg. Und da war interesting. diese Entfremdung mit so verschiedenen Sachen plötzlich spürbar. Und das hat halt so einen Höhlenraum aufgerissen. Das war total spannend. Genau. Und ich habe, Voll zu spüren, wenn du sprichst. Dieses, ja, ja, wenn das so wegfällt. Klar, man kann dann auch in dem, ah ja, da ist jetzt was weggefallen, irgendwie bleiben, aber wenn man wie so ein Stückchen tiefer lauscht, dann mhm, merkt man, oh, da ist jetzt was aufgegangen oder da ja, könnte ich jetzt losspüren, losforschen. Genau, das ist voll. ein Und Raum. das hat eine andere Intensität, an die man nicht, also es hat eine Ja, viel stärkere oder unberechenbarere ja, Intensität, aber ich würde es, also diese Räume, die da drunter liegen. ja, Wenn man aber die erkundet und erforscht und körperlich halten kann ja, und das halt im Nervensystem, mit dem Nervensystem erforscht, ja, dann ist das natürlich, das ist eine andere Form von Stimulation, eine ekstatischere Form vielleicht von Stimulation und halt nicht so dieses, ich kontrolliere hier meine kleinen Peaks und richtig. brauche immer auch die äußere Situation von Validierung durch alle anderen, die es auch machen. Also dieses Ja, krass, was da alles wegbricht. Das ganze total. Wettrennen, alles. Das ganze Zusammengehören, Dazugehören, das fast Ja, dieses Gemeinsame als Herde, schon als Koffein und Zucker zu sich nehmende Herde, dieses nach vorne, so ein Bild habe ich gerade, und ja, sich da so wie das Level zu ändern, also Level gar nicht jetzt in hoch und tief gedacht, sondern einfach den Raum zu wechseln, das ist mhm. krass und das kann Ja, durch voll. sowas passieren. Ich finde es ein Ich kann, tolles Beispiel, weil man so merkt, wie, ja, was aufgehen kann durch das bisschen Zucker weglassen. ja, das Sorry, ist, warst du ja, fertig? alles gut. Ich wollte nur gerade sagen, es war also krass einfach ähm, das ist zwischen uns auch, glaube ich, als Vokabel schon mal, also als wir dieses Thema mal angefangen haben, so ein bisschen mit Stichworten quasi ähm, mal auszutauschen. Aber es fällt mir jetzt wieder ein, dass man sich eingesteht, dass man entweder diesen Pavlovschen Reflex hat, also dass man wirklich ein konditioniertes Wesen ist, ein Säugetier, das einen Reflex auf einen Reiz hat. Das ist total demütigend, sich einzugestehen. Und andererseits, dass man aber auch Momente hat, wo man an sich feststellt, ich verhalte mich hier junkiehaft, weil ich das eine ganze Zeit lang, also ich versuche es zu verstecken, ich Mhm. versuche es zu rechtfertigen, ich versuche mich in der Herde zu verstecken und ja, ich rede es mir schön oder das sind so Sachen, dieser Selbstbetrug, der so gruselig ist, der dann aber erst einem klar wird, wenn man es auch einfach mal als Sucht bezeichnet. Genau. Und was du jetzt als letztes gesagt hast, dass wiederum man spürt, es ist nicht auf alles zu übertragen. Mm, mhm.
ich will nicht alle meine Süchte verstecken. So Ja. zum Beispiel, ja, genau, dieses Funktionieren zum Beispiel oder halt Sachen gut auf die Reihe kriegen, dranbleiben, mit ein bisschen Kaffee eine Pause überspringen, so diese Sachen. Wie du sagst, die werden oft genug gefeiert. Diese Sachen sind Hm. selten die versteckt werden wollen. Ähm, mag jetzt, ja, also es trifft auf manche Sachen total zu. Ich finde dieses Junkie-hafte, dieses, was du sagst, es ist super spannend, das zu erforschen oder ja, sich einzugestehen, wo ist es so, genau. Ähm, es ist nicht überall so. Es gehen manchmal tiefe Räume auf mit den junkiehaften Gewohnheiten, manchmal tiefe Räume mit den gefeierten Gewohnheiten. So, also es ist Hm. unterschiedlich. Ähm, und ich wollte noch an was anderes anknüpfen, was du gesagt hast. Und zwar dieses freier werden und es hat irgendwie so ein bisschen gezittert bei dir, so wie, oh mein Gott, Ja, ja. mehr Freiheit. Oder auch in dem Beispiel, was du gebracht hast, Zucker weglassen. Du spürst, was dann, wie sehr du anders bist als die anderen. Nicht, dass die anderen nicht auch unglaublich tiefe Räume in sich hätten, aber du bist gerade mit denen in Kontakt, während die anderen das nicht sind. Mhm. Vielleicht während der Arbeit, so weißt du, oder einfach viel mehr, vielleicht am Feierabend oder wenn du so, also du bist einfach mehr damit in Kontakt. Hm. Und diese Freiheit und dieses neue Welten gehen auf bei Ernährungsumstellung, bei, um noch ein paar andere Beispiele kurz reinzubringen, dass es einfach so voller wird. Gelegentlich Rauchen ist für mich eins. Früher war es definitiv auch gelegentlich Kiffen. Ich habe in der Mhm. dunklen Jahreszeit gerne gekifft, da auch mal gerne 2, 3 Monate regelmäßig. Mhm. Bier trinken kommt und geht. Beides, sowohl Rauchen, Kiffen und Trinken, kann ich nicht mehr gesundheitlich. Also bei mir ist es so, dass die Gesundheit vor allem auf die Bremse gedrückt hat, um das kurz zu sagen. Ähm, Handy gucken ist auf jeden Fall sich oder überhaupt jede Form von Ablenkung. Dieses Handy-Ding oder auch Lesen kann es auch sein, das ist ein bisschen eine stillere Gewohnheit oder Sucht. So, also um einfach nochmal die verschiedenen Dimensionen aufzumachen, weil mir ist das wichtig, das zu spüren ist, wie die vielgestaltig sind. Das ist wirklich unvorhersehbar, Mhm. was kommt, wenn man wo reingeht. Mhm. Aber alle haben dieses Ekstase-Potenzial oder Mhm. Ekstase-Freiheitserweiterungspotenzial. Und das ist, an der Stelle habe ich tatsächlich das Gefühl, es würde mich interessieren, ob es dir auch so geht, dass es dafür sich mehr Freiheit, innere Freiheit zu erschaffen, wirklich hilfreich ist, so es nicht alleine zu tun. Mhm. Sich als Teil, so ein bisschen ein paar Leute mitzukriegen, die das auch tun. Und so wie, das geht, das darf ich, genau dieses Herde verlassen, wie ein bisschen, ja, so wie ein Stück eine andere Herde zu finden, Mhm. die auf den weiteren Steppen galoppiert und vielleicht nicht im Wald oder so ähnlich. Ja, Kannst du es verstehen, dass da, total. ja? Ja. Das ist, also das stelle ich auch immer wieder fest, weil ich glaube, ich sonst eher so eine einzelgängerische Schildkröte bin Ja, bei all diesen Dingen. Ist schon irgendwie auch krass und unheimlich gut für mich, jetzt um so ein paar Menschen zu wissen, wozu du zählst und irgendwie aus dem Dunstkreis, aus dem wir uns kennengelernt haben, einfach dieses Wissen darum, da gibt es eine Erfahrung mit einer Gruppe, das ist eine ganz andere Gruppenerfahrung, als ich sie kannte, wo jeder auf einem individuellen Weg ist, aber gemeinsam halt zumindest dieses Potenzial, diese verschiedenen Frequenzen geweckt werden, das Interesse an Befreiungsbewegungen, Bewusstseinsbefreiung da ist, ohne dass das jetzt irgendwie direkt eine Sangha ist oder sowas, sondern halt ja, diese individuellen Wege sehr stark sind und dadurch der Austausch natürlich auch mega spannend, weil jeder so oder jedes ihre eigenen Erkenntnismomente hat und man sich anstatt einander halt wieder hineinzuziehen in so eine Herdensituation, dafür feiert, dass es individuell Rückfälle und Durchbrüche und was auch immer gibt. Das ist halt eine ganz andere Qualität als
als entweder Gruppen, die alle dasselbe machen, also oder die alle auf dasselbe hinwollen, mit denselben Motiven und den gleichen Themen. Also für mich ist das interessant, weil das würde mich gar nicht kriegen. Ja, Also dieses, wir haben alle das gleiche Ziel, das ist, das reizt mich null. Aber dieses Wissen darum, boah, okay, die anderen, es gibt auch andere Menschen, die einen bestimmten Kampf nicht scheuen ja, mit sich. Das finde ich krass. Das kann einen rausholen. Und das hält mich auch, wenn ich immer wieder auch in Kontakt bin und daran erinnert werde, boah, es gibt Qualitäten, die hat sich die Sonja zum Beispiel erschlossen, die habe ich gar nicht in Betracht gezogen, dass ich die auch leben könnte. Das wäre gar nicht in meinen Horizont gekommen. Und dann werde ich neugierig, dann ist das eine Inspiration. Nicht ein Neid, aber es ist wirklich so, boah, ich könnte ja auch ein bisschen mehr mich so fühlen. Und das ist geil, weil das ist wie ein gutes Introjekt in manchen Situationen. Zum Beispiel, ich neige zum sehr, ich komme aus so einem sehr starken Dissoziierungshintergrund. Also das ist ein Mechanismus, der war bei mir so stark, dass ich wirklich Krankheiten, bei denen ich hätte auf dem Boden liegen müssen, schreiend, nicht gespürt habe. Also wie ein Gespenst. wow, Und ja, das ist ja also Embodiment ist der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben. richtig. So. Ähm, und das ist für mich tatsächlich trotz einem eher einsamen Weg in der jetzigen Forschung total gut, auch irgendwie diese Bezüge zu haben, diese Erinnerungen, diese guten Introjekte von Moment. Ich muss hier jetzt, also ich muss jetzt zum Beispiel, also du hast eben von Rauchen gesprochen, ich bin halt nicht nur Gelegenheitsraucherin, sondern das ist mein festes Laster, sozusagen. Ähm, ohne es schönreden zu wollen, aber ja, es, äh, es ist für mich dann interessant, zum Beispiel eine Geschichte von dir im Kopf zu haben, in der du davon mal erzählt hast. Und ich konnte es sehen, wo du sagst, ich bin verantwortlich für mein Erleben und du dich daran erinnert hast, wie du es geschildert hast. Und das läuft dann wirklich wie mimetisch in meinem Kopf ab und dann sehe ich dich einfach nur, wie du von dir erzählst, Mhm. wie du dich wieder erinnerst und zurückholst und zurückbekommst, anstatt halt was anderes zu tun. Und in dem Moment mal dann auszuprobieren, okay, was passiert, wenn ich jetzt, obwohl hier gerade irgendwas mich wieder rausschießt aus dem Körper, ich mit irgendwas überfordert bin, wenn ich mich jetzt an Sonja erinnere und das auf meine Art irgendwie also quasi dein Songcover, Mhm. wenn ich deine Musik versuche, mit meinen Instrumenten zu spielen. Mhm. Das ist, das ist für mich das Gruppenerleben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für andere Menschen noch mal direkter, krasser ist. Also wenn du Lust hast, davon zu erzählen, du hast ja auch schon Gruppen gegeben dazu, also Kurse gegeben. Total, warte kurz. Merkst du dir deine Frage? Ich mag noch kurz was dazu sagen, was du Ja, gesagt ja, hast. Ja? voll. Ähm, das Cover singen, I love this. Ich habe es ungefähr so gemeint mit Gruppe. Ich finde jetzt irgendwie Gruppe und Sangha und sowas ist was, was mich eher abschreckt. Das Ja, möchte ist ich bei auch mir auch sagen. so. Weißt du, eine festere Gruppe oder eine, die irgendwie sich zu Dingen verpflichtet oder sowas. Das ist Ja, für mich so mit meiner Vergangenheit, die ein bisschen Sektenberührungen hatte, große Vorsicht geboten, einfach um das zu sagen. Also sehr individuell. Aber so wie du es gesagt hast, ein Cover singen, also so inspiriert sein von jemandem, so würde ich das sagen. ja. Du hast gesagt, ein Kampf, den jemand anderes nicht scheut. Für mich wäre es nicht das Wort Kampf, aber ich kann das verstehen. Aber ein Wagnis, Oh, schön. Ja. von dem ich weiß, oh, das scheut der oder die zwei, drei oder so, weißt du? Mm. Es geht nicht um große Bewegungen, Massenbewegungen oder so, Ja, weißt du, sondern genau diese Inspiration, diese inspirierenden Menschen oder Begegnungen oder in meinen Kursen auch, wir haben dann einen Telegram-Kanal, wo man sich austauscht, wenn man will. Und das passiert auch immer wieder, dass dann so totale Wow-Erlebnisse geschehen unter den Teilnehmenden, ist ja klar, weil die sich, ja, weil die sich spiegeln, weil die ja. ähnliche Lieder singen und ja, genau, und sich inspirieren. Das ist total hilfreich.
Ja. Ein Mini-Nachtrag auch noch von wegen Süchte. Es gibt, ich würde sagen, grob kann man sie einteilen, wirklich in die, die Energie geben und in die, die einen beruhigen am Abend. Mhm. Das sind Auch die super spannend Morgensüchte und nochmal, die ja. Abendsüchte. Kann man auch viel dazu sagen, genau. Ja. Was war deine Frage, die du gerade hattest? In Bezug auf die Kurse, die du gegeben hast, und jetzt hast du auch davon erzählt, da ist noch dann Austausch, also da entsteht eigentlich ein Feld, ne, Richtig. in dem halt die Berührung mit dem Thema vielleicht, also wahrscheinlich bleibt. Es gibt ja genug Anlass bei Alltagssüchten, halt sich immer wieder dran zu erinnern. Und ich wollte dich später auch noch mal zu den Methoden mehr fragen, aber gerade ist bei mir total präsent diese Sache von ähm, in der Arbeit mit Gruppen, in der Arbeit mit Leuten. Ich weiß gar nicht, ob du erzählen möchtest oder darfst, aber also ich kann mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, dass es auch ein geschützter Raum bleibt. Aber mich interessiert total, ob es mal eine Suchtthematik oder eine Alterssuchtthematik gab, die dich total überrascht hat. Hm. Also da musst du gar nicht darauf antworten und auch auf keinen Fall sagen, was es ist, aber das hat mich eben schon umgetrieben, dieses, hatte ich mal was total geflasht irgendwie als, ja, als Thema, als Anlass für diese Forschung. Nein. Okay, geil. Und überhaupt nicht, weil ich alles kenne, aber ich glaube, ich bin gut im Mitfühlen tatsächlich Ja. und bin daran auch sehr interessiert, meine Mitmenschen zu verstehen. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges und auch, also musste ich eher lernen, das nicht zu viel zu machen, Hm. empathisch irgendwie in andere rein. Ähm, Ich kann das alles total verstehen, was man für Süchte haben kann. Ja. Also überrascht hat mich wirklich nie eine. Also ja, ich möchte noch dazu sagen, ich habe den Kurs erst einmal gegeben. Ich gebe sonst Mhm. online Kurse zum Thema Sexualität oder Mhm. Embodiment all direkt. Und den Alltagssüchtekurs werde ich jetzt in ein paar Tagen zum zweiten Mal geben. Wird er starten, genau. Ah, wo Den wir werde ich dabei aber sind. öfter mal geben. Ja, cool. Das wollte ich auf jeden Fall auch wissen, weil ich kann jetzt in dieser Runde nicht dabei Ja, sein, aber ja, ich habe schon Bock, das einmal auch von innen ja, kennenzulernen. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass das mega intensiv ist. Ich kenne dich von Schulreisen, also da aus dem Kontext auch als Leitende. ja. Und das war auf jeden Fall auch nochmal eine ganz krasse, besondere Qualität. Auch Hm, im Sinne von Raum stiften. Also für mich super bemerkenswert. Ich habe sehr Bock, da ja. auch teilzunehmen. Ähm, aber genau, ich wollte, jetzt wo wir gerade dabei sind, bei dem Kurs so nah dran, wo findet man den? Also wie kann man sich da anmelden? Wann ist der? Hast du Lust, das einmal kurz auch als Rahmen? Wir können da später auch nochmal drauf kommen, aber jetzt haben wir es. Ja, voll gerne. Du findest die Beschreibung auf meiner Website sonjakreiner.de, Kreiner Mhm. mit K und EI und ein Wort, sonjakreiner.de. Unter Online-Kurse steht der gleich beschrieben. Und er beginnt jetzt am Sonntag, am 7. Juni, 20 Uhr abends. Wir treffen uns so alle 1 bis 2 bis 3 Wochen sonntags für 8 Abende in Live-Calls und dazwischen gibt es Teachings, kann man alles nachlesen. Und Hausaufgaben auch zum Teil, wer Lust hat. Das ist so der Rahmen. Also Und 2 Monate. genau, Das ist intensive Forschung und intensive richtig, Arbeit genau. damit. Cool. Und die Fühldates, sich zu Ja. treffen, online tatsächlich um man kann so ein bisschen entfernt vergleichen mit Meditationspraxis, also so Mhm. entfernte Verwandte. Aber so wie, das kann man vielleicht spüren, dieses sich zu verabreden, zu meditieren oder tief zu meditieren oder mit einer bestimmten Methode eben. Es ist Mhm. keine Meditation, es ist pures Fühlen, aber sich dazu zu verabreden und zu wissen, die anderen machen das jetzt gleichzeitig und man sagt sich praktisch am Anfang Hallo und am Schluss Tschüss und Ja. vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber allein dieser kurze Rahmen und wir machen das jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde zusammen, das wird noch mindestens bis zum Ende des Jahres und mindestens alle 2 Wochen weiterhin stattfinden und kostet nichts. Mhm. Das ist mir so
Leidenschaft, diese Praxis, und ich liebe es, das mit anderen zusammen zu machen. Ich liebe es auch, es allein zu machen, aber das Gemeinsame ist wie nochmal wie eine Intensivierung für mich sehr oft erlebbar. Das ist ja auch einfach eine krasse Erfahrung. Also, ich habe das noch nie mitgemacht, Ja, aber ich, dachte gerade auch noch an das, was wir eben in Bezug auf diese anderen Formen von Gruppen oder Inspirationen, also Menschen, die ihren eigenen Weg jeweils durch den Wald rennen und man ja, weiß aber, dass da noch andere rennen und das ist, man spürt es irgendwie. Also, es ist eine andere Form von Verbindung dazu. Ähm, Dieses Wissen darum, jemand ist gerade in seinem eigenen Wagnis und ich bin es auch, ist eine total abgefahrene Erfahrung mit etwas, in dem man mit sich selber so intim ist und der andere auch mit sich selber so intim ist, genau. ähm, das aber gleichzeitig zu tun, sich dazu zu committen, Ja, kann ich mir vorstellen, dass es nochmal auch dieses, ja, jetzt keine Ausrede. Also einfach der Respekt auch vor dem Commitment des anderen. exactly. Das ist, glaube ich, krass. Ganz Also genau. voll gut, um das auch, kann ich mir vorstellen, dass das dann weitergeht, diese Vertiefung, dieses, ja, an diesen Räumen dranbleiben. Genau. Nicht zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Ja, jetzt habe ich den Kurs ja abgeschlossen, jetzt Genau, ja. habe ich keine Alltagssüchte mehr. So, Ja, ja, genau. Sondern genau dieser Respekt vor der Zeit des anderen ist für mich hm, persönlich was, was mir total hilft, wirklich auch mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde gar dran zu bleiben. Ganz ja. kurz, ist das zu laut draußen? Soll ich das Fenster schließen? Für mich ist das total schön. Ich höre ab und zu mal die Vögel auch. Also ich finde es Ah, jetzt ist gar gerade eine nicht schlimm. Motorsäge tatsächlich. Hörst du die nicht? Also durch diese Zoom-Einstellung ist die stark gedämpft. Ich weiß nicht, wie es auf der Aufnahme später ist, aber also mich stört es auf jeden Fall nicht. Ich stehe auf Nebengeräusche. Das ist sehr lustig. Jetzt wird's aufgehört, gut. Ich habe Lust, dich zu fragen direkt, wie die Auswahl der Tools, also der Praxis für dich auf das Thema oder mit dem Thema zustande kam, weil ich kenne dich ja, wie gesagt, aus dem Embodiment-Bereich und wir haben da beide eine ganze Menge, glaube ich, auch aufgesammelt an unterschiedlichen Formen der Praxis. Irgendwie, gerade aus diesem Ilan-Kontext, Ilan also Stefan, wo wir uns Ilan-Stefani-Kontext, kennengelernt genau. haben. Daher kennen wir uns und mich interessiert total, warum es diese Werkzeuge jetzt in Bezug auf Alltagssüchte für dich geworden sind, mit denen du halt arbeitest Ja, und was es macht in der Kombi, wenn du Lust hast, ne, zu voll gerne. Und erzählen. ich schließe das Fenster. Okay. Ganz kurz. So, ja, es sind verschiedene Methoden, die in dem Kurs auftauchen werden. Ich persönlich liebe es auch, wie nochmal Frische zu erfinden in dem Moment, wenn mir Mhm. welche einfallen oder es irgendwie deutlich wird, das könnte jetzt total helfen. Ein bisschen plattes Thema, aber gar nicht so blöde, wenn jemand von Enge und Verspannung spricht und da vielleicht Resonanz ist in der Gruppe oder so, dann wirklich zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Runde irgendwas mit Faszienrolle oder Mhm. Massage oder dem Gua Sha Stein oder einem anderen Stein, weißt du, und gehen tief rein ins Gewebe Mhm. und schieben mal die Verspannungen, bügeln mal eine Runde. Ja, So als ein Beispiel so. Also sehr ich cool. mag es wirklich, eine gewisse Flexibilität im Toolkoffer zu haben. Die Haupttools sind Schütteln und pures Fühlen. Mhm. Und immer mit dabei Stimmarbeit. Also die Stimme ist einfach wichtig. Immer mit dabei Berührung, sich selber zu berühren, Mhm. kraftvoll oder auch sehr fühlig, sehr spürig, beides. Ähm, wenn es sich ergibt, ich persönlich mag es auch, gerade wenn ich mich schon körperlich, wenn ich körperlich gut da bin, dann noch Energiearbeit zu machen, also Hände mit Abstand zum Körper und da Energiearbeit zu machen. Das ist was, was manchmal total in der Luft liegt und entsteht. Oder auch damit ein bisschen in Verbindung Cord Cutting, was ich ein Mhm. Stück weit aus dem Schamanischen ein bisschen gelernt habe, sich von Dingen zu trennen.
was in dem Bereich manchmal ganz nützlich ist, auch Das nicht kann ich mir immer. vorstellen. Ja. Ja, auch nicht immer, möchte ich auch sagen. Und an der Stelle noch mal kurz einen Sprung. Mhm. Allgemein, das fehlt mir irgendwie noch im Sagen zu diesem Alltagssüchte-Thema sehr, sehr oft, ist es wirklich nicht zu sagen, ich lasse mich jetzt gehen und mache das ganz viel, also Verharmlosung, oder ich mache jetzt Abstinenz für immer, also Verteufelung, sondern es ist eigentlich immer kurvig oder wellig der Weg. Und das empfinde ich mit der Zeit, zeigt sich das mir mehr und mehr. Ah, Sonja, wenn du dich bewegst, wenn du die Wellen mitnimmst und es mal mehr und mal weniger und mal voll da, voller Genuss, ja, total das Schöne daran, auch feiern und Ja, lieben und ja, das mich überessen, weißt du, zelebrieren, die Schwere, den Zuckerrausch vielleicht, weißt du, so, oh, einfach ja, das voll da haben und dann vielleicht auch, weiß ich nicht, ein paar Tage oder Wochen wieder loslassen und vielleicht mal in Ketose gehen und vielleicht mal ohne Kohlenhydrate, spannendes Thema, ja, also sogar hm. ganz ohne alle Kohlenhydrate mal einen Tag verbringen oder fasten mal einen Tag. Also je kurvenreicher, desto besser, möchte ich schon fast sagen. Je bewusster die Kurven genommen werden, das ist mir noch wichtig gewesen. Jetzt Ach, habe ich cool. nicht Ja. viel zu den Methoden gesagt, aber ein bisschen was, oder? Auf jeden Fall. Also so, wir kommen da bestimmt noch mal hin oder ich kann mir vorstellen, dass sich das so ergibt. Und ansonsten ist das natürlich auch etwas, also so kenne ich's. Über die Methoden zu sprechen, Ja, ist cool, um ein bisschen zu schildern, was so grob gemacht wird, aber ich kenne es von keiner Praxis, ob es jetzt Embodiment ist oder irgendwas anderes, dass es hilft, vorher so eine super geile Broschüre zu haben. Das wird da passieren und das machen wir da genau. Ist ein bisschen wie ins Museum gehen, aber du guckst nicht die Bilder an, sondern den Katalog von der Ausstellung und liest den Text und siehst es als Bildchen. das ist richtig. Das ist so, ist das halt. Und das Einzige, also wenn man eine Resonanz, so kenne ich das, die Sachen, die immer gut funktioniert haben, waren, also die mir viel gebracht haben, waren immer die, wo ich einfach ein Stichwort gehört habe oder einen Menschen gesehen habe, bei dem ich gedacht habe, boah, okay, da ist eine Resonanz. Ich glaube, ich habe Lust, dieses Thema zu erforschen. Oder ich habe auch vielleicht Not, weil ich keine Grenzen setzen kann und mich das immer zu dummen Entscheidungen führt. So ging das bei mir ursprünglich los. Und dann entsteht eine Neugier und das ist nicht, ich müsste mal oder mir wurde von der Krankenkasse empfohlen, irgendwie Embodiment zu machen, sondern ne, das ist dieses, wo entsteht Forschungslust, wo ist genug Grundvertrauen, dass da ein Mensch sich auf eine Weise mit etwas, also auf eine Weise etwas begleitet, die das in einem anspringen lässt. Dieser einigermaßen, ich sag mal, relativ sichere Raum. Denn das, was man erforscht, ist ja krass. Also Verkörperung, Wiederverkörperung kenne ich als nicht nur Wagnis, sondern als wirklich krass, also als krasse Reise, die anhält. Aber ja, es, es, es bringt nicht viel, glaube ich, alles haarklein zu schildern, weil eigentlich dieser sich da mal reinstürzen, also in das Wasser reingehen, gehört dazu. Das ist ein Teil dieser auch Selbstüberwindung, die das so fruchtbar macht. Ja, das ist so, genau. Vielleicht doch noch einen Punkt zu den Live-Calls. Die werden Ja, 1,5 Stunden sein. Und es wird ganz grob, bitte nicht festnageln, aber dass man sich ein bisschen vorstellen kann, es wird immer am Anfang ungefähr eine halbe Stunde eine Körperpraxis geben, hm. wo eher die Energie hochgeht, also in Richtung Ja, Schütteln oder ähnliches. Und dann ein Austauschteil, mal kürzer, mal länger. ja, Manchmal fällt er auch weg, wenn es total der Körperflow deutlich da ist. Und dann wie nochmal halbe Stunde ungefähr gegen Schluss ja. nochmal eine ruhigere Praxis. Das heißt, es ist wenig Gespräch tatsächlich. Das Gespräch findet statt, wenn man will, zwischen den Live-Calls. Und sonst ist es einfach ein sehr körperlich stattfindender Kurs. Hm. Kein Theoriekurs, ein Erfahrungskurs. Ja. Das ergibt auch total Sinn. Also gerade wenn du so individuelle Geschichten hast und individuelle Forschungswege bei den Menschen.
Und ich glaube, das ist das Thema. Das ist so, also genau wie du es eben geschildert hast, finde ich sehr glaubwürdiger, kann ich mir vorstellen, Mhm. ähm, dass die, also dass man sich selber auch nochmal mit bestimmten Signaturen kennenlernt, die natürlich nicht einfach übertragbar sind. Ja, total. Und du sagst einen Aspekt, der mich noch erinnert, noch zu sagen, es ist diese eigene Signatur für alles und das ist was, was ich in meiner Arbeit ganz sehr, ja, was total in die Mitte mitgehört, ein Zentrum Mhm. bildet, das ist das Thema Selbstverantwortung. Ja, ich leite durch, zum Beispiel am Anfang halbe Stunde Körperpraxis Ja. aktivierend und dann nochmal eine, die feiner arbeitet oder energetischer oder ruhiger. Und der Erfahrungsraum, also ich lade ein, aber es ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Merkmal meiner Arbeit, dass ich sehr viel Offenheit lasse, dass ich sehr viel auch sage, hey, wenn dir das nicht taugt, dich jetzt zu schütteln oder dich jetzt hinzusetzen oder hinzulegen, dann bitte mach was anderes. Mhm. Aber Mhm. nutze die Zeit, wenn du Bock hast, da lade ich fett dazu ein. Du hast den Kurs gekauft an irgendeiner Stelle oder auch bis jetzt hier bei der Ja, Fühlpraxis. Nutz die Zeit für dich mit ja. genau deinem Tool oder dem, was du merkst, was dein Körper jetzt gerade individuell braucht. Das ist so oft die magischen Räume, ganz oft nicht das direkt, was ich anleite oder öfters mal nicht das direkt, was ich anleite. Mhm. Es ist wirklich diese Räume, diese Zeiten, diese Verpflichtung, die man sich selber gegeben hat, weißt du, dieses, ja, jetzt will ich auch was haben von der Zeit, nutzt das fucking nochmal wirklich auf Ja. deine Art. Gerne auch, wenn meine Einladungen für dich Sinn machen oder dich ansprechen, super schön. Aber es ist mindestens halt ein wahnsinnig schöner Raum, die Möglichkeit zu haben, warte mal, oh, eigentlich ist es mir gerade too much oder eigentlich ist es mir gerade zu ruhig und eigentlich geht es mir jetzt, eigentlich könnte ich, oh, geht's, kommt das Thema hoch, wo ich Grenzen setzen muss, weißt du, und dann mache ich eine Ja. fette Grenzarbeit körperlich, sowas, oder energetisch, oder Mhm. körperlich und energetisch vor allem. Was weiß ich, was weißt du so? Also das ist einfach, das sind total kraftvolle Räume, Ja. die selbstverantwortlich zu nutzen. Darauf wollte ich noch hinweisen. Das ist so ein geiles Thema. Also, oder Stichwort, ähm, diese das, was du gerade beschrieben hast, hat mich an etwas erinnert, was ich mal erlebt habe. Das habe ich in irgendeinem Gespräch mit Björn, ich glaube, im ersten Mal erzählt. Also, es war so, eine, Seminarerfahrung, ähm, bei der ich auch genau dieses, Erlebnis hatte, was du gerade erzählt hast, dieses: „Boah, ich habe jetzt diesen Kurs auch gekauft.“ Also, ich habe das jetzt entschieden Mhm. und ich habe investiert. Und hätte ich das nicht gemacht, ganz ehrlich, ich wäre nicht an die Stellen gegangen oder ich hätte diese Bereiche nicht erforscht, weil das ist ja, ähm, es ist dieses seltsame Ding, ich will auch was davon haben, was ja eigentlich eine Übergangskonstruktion ist. Mhm. Also es ist eigentlich was man im Kopf herstellt, so ein bisschen wie das Surfbrett, mit dem du halt über die Welle surfst, aber eigentlich geht es um das Gefühl zur Welle und Ha. trotzdem braucht man das manchmal, weil ja etwas in mir will das natürlich gar nicht. Also etwas in mir will ja überhaupt nicht aus den Strukturen ausbrechen und überhaupt nicht sich ändern und hat total Angst vor diesem Wagnis und vor diesem mehr Energie haben. Also das ist so, da gibt es so total interessante, auch paradoxe Punkte oder süße Punkte, wo die Verschiebung, auch wo man merkt, wie viel Angst da mit im Spiel ist, jedenfalls bei mir. Mhm. Auch jenseits der Horizonte von, ich falle aus der Herde raus und sowas, das ist einfach mehr Energie. Das ist so, wow, ich kenne mich gar nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich bin. Ähm, und ich kann mich aber, weil das ist so geil, was du gerade beschrieben hast mit diesem, ja, du hast ein Rahmenprogramm und du hast was, also du hast etwas, was du anleitest, etwas, was du vorschlägst, was aber auch aus deiner Erfahrung kommt, was funktionieren kann, also funktioniert, und hast gleichzeitig eine Flexibilität und hast einen riesen Toolkasten und ein krasses Gespür dafür. So kenne ich dich auch. Und also bist präsent. Also die Resonanz von den Leuten kannst du spüren und dann übersetzen. Ja. Und gleichzeitig
neben diesem Programm und neben diesem Rahmen und neben dem, ne, dass es eine wöchentliche Geschichte gibt, oder dass es ja einen zeitlichen Rahmen gibt, in dem man dann was macht, in dem man dann auch das ja nutzen will. Also ja, so kenne ich es eben auch. Ähm, gibt es diesen Freiraum, in dem das Gelernte lebendig wird. Und da musste ich eben an so eine Seminarerfahrung denken, wo ähm, ja, es ging ja sowieso total darum, in dieser ganzen, oder geht in dieser Embodiment-Geschichte ja total darum, sich kennenzulernen, seine eigenen Grenzen zu erspüren und das, was man selber, wo die Körperin oder der Körper selber hin will, was das Nervensystem erleben will, wie es sich reguliert, was man dafür braucht, mehr lesen zu lernen, mehr kennenzulernen, wie individuell das ist, wann will ich etwas nicht. Also ein besonderer Raum, in dem das mal bejaht wird, dass man etwas nicht will, Mhm. habe ich halt mal in einem Seminar erlebt, in dem ich eine Übung nicht mitmachen wollte. Mhm. Und das war für mich erstmal total ungewöhnlich, weil ich dachte, ich nehme ja alles mit. Ich bin so verzweifelt. Ich Ja. mache alles, was ihr sagt. Hauptsache es wird anders. Und dann sprang was in mir an, was dachte, nee, das ist mir jetzt zu nah mit der Gruppe. Wow. Und ich kann die Gruppe nicht mehr spüren, wenn ich jetzt wenn ich mich selbst überwältige, um halt das einfach mitzumachen. Ja. Nur aus so einem Ding von, ich muss hier alles abarbeiten. Und das war geil, weil ich habe gesagt, okay, ich mache das nicht mit. Ich habe mir eine Decke genommen und bin irgendwie ein paar Meter weitergegangen und habe mich da alleine hingelegt mit der Rückseite zur Gruppe und mit dem Kopf zur Gruppe. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe sie erst aus dem Abstand wieder gespürt. Ja. Ja. Und erst in dieser Bejahung von, okay, ich bin jetzt noch in diesem Rahmen, aber jetzt mache ich mal hier kurz, so wie Lisa Simpson in diesem Simpsons-Intro. Also sie geht mit ihrem Saxophon so weg und spielt halt ihr Solo halt irgendwie woanders und geht damit dann raus, aber sie spielt weiter das Lied mit. So, so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Und das war so krass, weil ich einfach, ja, vielleicht zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht habe, das auch hinterher mit reinzubringen, also das zu thematisieren und Mhm. dann zu hören, wie geil ist es, dass du das gemacht hast, Ja. weil du hast angewendet, worum es hier die ganze Zeit geht. Ja. Also ich habe mehr gelernt, indem ich das gemacht habe, aber in einer anderen Situation war es halt total wichtig, nicht jetzt plötzlich irgendwie auszuscheren, sondern auch mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal, was mir jetzt nicht eingefallen wäre, sondern Ja. das andere. Und dass diese Frage von also einen Anlass erstmal zu haben, was Ungewöhnliches zu tun, worauf man selber nicht gekommen wäre, mit sich in Kontakt zu kommen und von da aus dann aber auch mit anderen dieses Interesse zu haben am Kontakt. Wie ist dann Kontakt? Also für mich ist Embodiment einfach ein pures Kontaktthema oder es geht immer um Kontakt. Was ist das überhaupt? Ja. Nicht das, wofür ich es gehalten habe. Ja. Also ein brennendes Feld. Also, aber ja, das ist so schön, wie du es geschildert hast. Manchmal ist es halt das. Manchmal, ja. Für mich ist Embodiment purer Kontakt mit mir selber. Hm. Auch wenn andere Menschen da sind oder auch Ja, nicht. Das ist es für mich. das ist Ganz auch tief. Thema Selbstverantwortung ganz Ja. krass, ne? Ja. Hm. Es ist so krass, das so also zu sagen, das so zu sehen. Kontakt ist Kontakt mit mir selber, wo ich es zumindest noch so kenne. Und das wäre auch wahrscheinlich eine Alltagssucht. Die Sucht nach Ablenkung von sich selber durch den Kontakt mit anderen. Mhm. Wo ich fast finde, das Wort Kontakt passt nicht mehr, weil es eine Stimulation ist am Hm. anderen. Also wie in den anderen mit reinspringen. Ähm, also dass Kontakt überhaupt bedeuten kann, sich selber noch zu spüren, das kannte ich vor Embodiment einfach. Ich kannte es nicht. Aber das, genau, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, du kanntest das vor Embodiment nicht, dich Ja, noch selber zu spüren, wenn jemand anderes da war, so ungefähr. ja, Darin steckt ja, dass unsere beiden Definitionen, das wollte ich auch noch sagen, oder das ist für mich irgendwie ganz klar, total nah beieinander oder irgendwie andere Worte für ein und dasselbe sind. ja, ja, voll. Also genau, ich habe meines nicht gegen deines gesetzt, sondern einfach nur die anderen Worte dafür gewählt. Das fühlt sich für mich an wie ungefähr, also wie, ja, wie Ja, ein und dieselbe Medaille.
von zwei verschiedenen Seiten betrachtet. Ja, und das ist auch krass, dass wie mit anderen sein Mhm. ähm, plötzlich auch bedeuten kann, sich noch mal mehr zu spüren. Also, dass Ja, man nicht dissoziieren total, muss in dieser total, Situation, dass das nicht Überwältigung sein muss. Das ist auch heilsam in Bezug auf diese Wunde, auf die total. Kontaktwunde mit anderen. Also, das ist einfach es ist einfach total krass, was alleine das macht unter dem Verstehen, unter dem Theoretischen, es einfach zu erleben, Ja. diese Form von Bindung, Kontakt. Also Bindung ist es ja in dem Sinne vielleicht nicht, aber Forschungskontakt, Forschungscommitment miteinander. Ja, jetzt sprichst du, glaube ich, von dem Kontakt, der einen sozusagen inspiriert oder ko-reguliert oder so. Ja, Der ist natürlich super Koregulation. cool. Und dann gibt es den Kontakt, der einen herausfordert oder triggert. Und im Laufe der Embodiment-Geschichte oder des Weges, ich glaube, da können sich, also so, kann man halt eben Herausforderungen und Trigger auch irgendwann immer mehr Stückchen für Stückchen als Hilfe tatsächlich. Ich erlebe das wirklich manchmal so wie, oh mein Gott, jetzt muss ich das ja echt anwenden. Nicht nur, weißt du, Ja. wenn jemand das total auch versteht, sondern mich auch noch gegenteilig beeinflussen will und ich weiß nicht in was, so weißt du, und dann so, Das kenne oh ich. mein Gott, und jetzt Erden und jetzt meine Beine und jetzt Wurzeln und jetzt Schultern sinken, tief atmen, in meine Größe gehen, mittendrin, weißt du, oder in meine Entspannung gehen, sogar mitten in der Anspannung von jemand anderem. Was für eine Wahnsinnsbestärkung das sein kann. Nicht immer, ja. Also ich will jetzt hier auch nicht so sollte es sein, aber es ist abgefahren, was es für ein Support sein kann, herausgefordert zu werden, um es mal so zu. Mm, voll. Also diese Impulse einfach auch zu bekommen, dadurch, dass ein anderes Nervensystem, also ein anderer Mensch, anders aufgestellt ist, macht automatisch vielleicht auch auf eine Weise präsenter Ja, für diese Ebene ja, und weckt auch andere. Also ja. ich hätte zum Wenn es Beispiel gut angefangen, läuft. meine Füße zu kneten jetzt hier während unseres Gesprächs. Genau. Heimlich. Ich mag noch eins sagen, Nina. Du hast vorhin kurz gesagt, wenn dann die Gruppe, wenn man sich trifft und ich anleite und die Gruppe irgendwie energetisch spüre. Es war so eine Stelle, wo du gesagt hast, und dann spürst du die anderen und dann folgst du dem, was du halt spürst oder gehst da mit. Und dann habe ich so, ich war so im Fluss, immer Ja zu sagen zu dem, was du gesagt hast und habe an der Stelle auch Ja gesagt. Und dann, ich wollte dich aber nicht unterbrechen und noch hinterher schieben, hey, wenn's mir gelingt, dann ist es so. Aber es kommt mir so komisch vor zu sagen, ja genau, ich spüre euch dann immer alle ganz genau und folge dem perfekt und nee, ich gebe mein Bestes und Hm, ich kriege Gott sei Dank immer wieder mal auch gutes Feedback, so dass ich dann die Kurse mich traue weiterzugeben sozusagen, hm. weißt du, oder höre von den Leuten, denen es gut ging da. Ähm, so, also ja, jetzt genau, jetzt sind wir kurz an dem Thema. Das ist auch das ist, glaube ich, auch wichtig von mir zu wissen. Ich zeige mich auch in den Kursen wirklich sehr und ich bin immer wieder mal auch echt unsicher. Und dann frage ich die Gruppe, hey, sollen wir das machen oder sollen wir das machen? Oder hey, ich bin gerade irgendwie, oder ich war letzte Woche oder so. Also ich bin wie ein Stück, ich gebe nicht, ich halte die Gruppe, ich lasse die Führung nicht los Hm. oder ja, oder den Raum. Und gleichzeitig, mir ist es wichtig, ich habe nicht alles fertig. Ich habe nicht alles durchdrungen und so weiter. Das ist mir wichtig, damit da zu sein. Das möchte ich einfach hier gerade sagen. Das ist also schön, dass du das so nochmal betonst, weil ich denke, genau das, was du gerade gesagt hast, wäre für mich eine absolute Voraussetzung für jemanden, der dieses Thema bereitstellt oder den Raum für dieses Thema bereitstellt. Mhm. Weil, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr Meinung jetzt, aber ich habe mich nicht auf unser Gespräch vorbereitet, aber ich habe natürlich so ein paar Gedanken zirkulieren gehabt. So was kenne ich denn aus diesem Kontext, Sucht zum Beispiel, an Beschäftigung damit. Und mich schreckt unheimlich vieles ab, also unheimlich viele ähm, Sachen, wo sich Menschen damit ins Feld bewegen,
schreckt mich ab, weil es halt diesen Zeigefinger hat. Es hat auch bei selbst Menschen, die vielleicht eine Erfahrung mit etwas haben und diesen sehr beeindruckenden Weg gegangen sind, sich aus einer Sucht herauszukämpfen, erlebe ich häufig so eine Militanz. Ja, Also, voll. wo ich mich dann irgendwie heute zum Beispiel unter der Dusche, wo man ja immer die besten Einfälle hat, wo kein Mikrofon da ist oder ein Aufnahmegerät, habe ich mich gefragt, ob das nicht auch irgendwie sowas sein kann wie eine Verlagerung von etwas. Also dass dieses oder was es damit auf sich hat, um jetzt halt einfach ein Beispiel zu geben von einem Umgang mit dem Thema, den ich zum Beispiel nicht schätzen würde oder der mir nicht helfen würde, Mhm. weil es dieses Ding aufmacht von, du musst ganz anders werden, als du bist und du darfst damit nicht mehr in Kontakt bleiben. Ja. Wo du jetzt eben was ganz anderes geschildert hast, nämlich ich bin erstens mal weiterhin mit der Sache oder mit den Sachen in Kontakt und ich habe das nicht durchdrungen, wie auch. Das Feld der Sucht ist überhaupt nicht durchdrungen. Warum ist der Mensch so labil? Also warum ist das überhaupt so? Das ist ja ein Mysterium. Also Ja. da kannst du noch so viele tolle Statistiken irgendwie dir durchlesen. Es ist trotzdem nicht geklärt und das gibt ihm ja auch ein Potenzial natürlich. Das macht es ja so spannend. Aber genau, ich habe mich gefragt, ob so eine Militanz, die manchmal da ist, wenn du diesen Weg gehst oder ich bin diesen Weg gegangen und ich habe jetzt nie wieder was damit zu tun, ich habe mit dem Thema, ich bin nicht mehr süchtig, Mhm. nur weil man eine bestimmte Sucht halt Mhm. hinter sich gelassen hat. Beeindruckend genug. Mhm. Aber in mir löst das kein Vertrauen aus, wenn Menschen das vermitteln und wie, ich sag mal, in dieser Militanz dafür sorgen wollen, dass jetzt möglichst viel Aufklärung passiert, dass möglichst kein anderer Mensch auch davon betroffen ist. Mhm. So als würde man sagen, ne, Stichwort Selbstverantwortung oder auf eine Art und Weise auch erwachsen werden. Wie gesagt, ich will nicht auf Leute runterreden, die das machen. Ich finde das krass, Mhm. wenn Leute das schaffen und auch cool, wenn sie ihre Geschichten erzählen und auch was anbieten und Aufklärung betreiben. Aber es gibt diesen einen Zug, wo ich nicht mehr mitgehe, indem ich das halt so vernehme von, so und jetzt muss die ganze Welt von meiner Sucht, von meiner ehemaligen Sucht befreit werden. Erst dann ist alles gut. Woher, glaube ich, manchmal so dieser Zug von Militanz kommt. Oder auf andere, also das, ja, dass man verständnislos wird Ja. dafür, dass andere es jetzt noch nicht geschafft haben, dass Ja. andere schlechtere Menschen sind. Das gibt es im Spiri-Bereich genauso mit Bewusstsein. Du bist noch nicht so weit, du hast das noch nicht kapiert. So diese Hierarchien, die plötzlich aufgehen, die ich total toxisch finde, ehrlich gesagt, und Total. die auch überhaupt nicht helfen, anderen Menschen, andere Menschen zu unterstützen, das Wagnis zu begehen. Ja. Und ich glaube, das kann ein Mensch viel besser, der sagt, ich bin mitten im Wagnis und zwar die ganze Zeit. Aber das hier habe ich gefunden, das hat mir an der Stelle geholfen. Guck mal, was es macht, wenn du es ausprobierst. Das finde ich echt, ich finde das geil. Also genau wie du reinkommst mit, ey, ich habe damit zu tun. Ja. So. Ja. Aber ich traue mich, es anzufassen. Das ist Ja. geil. Ja. Genau. Und ähm, ja, die Welt von irgendwas heilen oder irgendwas ganz wegnehmen oder so ist überhaupt nicht drin. Aber was ich liebe, also eine Leidenschaft, die ich einfach teile, das haben wir jetzt schon ein paar Mal berührt, das ist dieses mich selber immer mehr kennenlernen und immer mehr durchdringen und immer seltener den Kontakt zu mir verlieren. Mhm. Also dass das einfach seltener wird, dass die Löcher seltener und kleiner werden und dieses Universum immer mehr zu erforschen und zu sehen, wie groß das ist und wie schön das ist. Und ich weiß, dass das nicht mein Universum ist, von dem ich hier rede, sondern jeder Mensches über Universum. Wenn er reinschlüpft in sich selber und sich selber anfängt durchzucruisen und zu kennen und zu Ja. lernen und sich von sich selbst überraschen zu lassen, beziehungsweise entzücken zu lassen, inklusive den Tiefen und Untiefen, und dem, ja, dieses in sich Platz nehmen und sich ausbreiten. Entschuldigung, aber für mich gibt es absolut nichts, was schöner ist. Und das, ich weiß nicht, ja, genau, dafür brenne ich. Also wenn es Ja. irgendwas gibt,
was ich nicht militant, aber mit brennendem Herzen und mit glücklichem, oh, ich will nicht allein sein mit meinem Glück. Oh, das ist ein Irgendwas geiler gibt, Anlass. ja, wenn es irgendwas gibt, dann das, was ich Jetzt kann. geht der Neid los, doch. Gut. Erzähl mir nicht, dass du das nicht kennst. I know you. Doch, okay, ein bisschen schon. Also gut. Aber es sind vielleicht tatsächlich so ein bisschen andere Schaltstellen nochmal. Ich finde das halt geil. Ich mag diese, weiß nicht, ob es das, vielleicht gibt es das auch bei uns beiden, aber ich sehe also ich sehe bei diesem Kompromisslosigkeit in Ja, dieses Leben wird ausgekostet. ja. Das Genießen, also es soll ja ein Genießen werden Oh ja. und nicht so ein soldatisches, okay, nie wieder Alkohol. Also super, ne, wenn das nötig ist und all das, aber den Anspruch zu haben, dass man eigentlich eine Lockerheit gewinnt, dass man weder vermeidet, also vermeiden muss oder sowas. Also hier nicht eine Wand reinzieht und auch da nicht eine Wand reinzieht, sondern Genau. aus im Rahmen der Alltagssüchte, die halt noch nicht klinisch, pathologisch, was auch immer sind, ähm, da sich diese Bereiche erlaubt, wo man auch mal reingeht in so einen Zyklus Ja, und sich auch darin kennenlernt, aber halt darin präsent bleibt und nicht darin quasi bewusstlos wird. exactly. So höre ich dich irgendwie in diesem, ja klar, geh damit in Berührung. Keine Angst vor dir selber. Keine Angst vor dem Fehler oder Keine vom Angst vom Rückfall. Ja. Fehler, im Gegenteil. Nimm Genuss mit rein Ja, weißt du, Süße, die Süße des oh, Zulassens von was auch immer. Also auch diese Wellen, von wegen Wellen, weißt du. das ist so geil, weil das halt so, ich bin so froh, dass ich in diese Embodiment-Nummer reingerutscht bin, weil es halt voll nicht dieses, ich habe so krass Vorurteile gehabt vor dieser ganzen Welt, weil ich dachte, da müssen alle mega gesund sein. Man braucht das Ganze, man braucht eine Yogamatte. Ich habe überhaupt keine Sportsachen. Es ist, also, und ich soll mich dann auf eine bestimmte Weise fühlen oder vielleicht sogar auf eine bestimmte Weise aussehen. Und das ist es halt gar nicht. Also das, was jetzt, da wo wir uns kennengelernt haben, ist es das halt einfach gar nicht, sondern es ist wie, ähm, werde einfach weit in deinem Horizont. Das ist, was automatisch passiert. Und überhaupt nicht dieser also keine, verdammt nochmal, fucking nochmal keine Performance, nicht schon wieder. Nein. Das ist ne, man muss nicht auf eine bestimmte Art und Weise werden, sondern es geht darum, dass dieses Grundinteresse daran, wo kann ich denn jetzt mich als nächstes lang bewegen, um mich von irgendeiner Nummer zu emanzipieren, in der ich mich einsperre oder in der ich mich eingesperrt fühle. Und Mhm. immer das, wovon man sich halt emanzipieren will. Genau. Weil das ist ja dann, ist ja eine Nullnummer, wenn man irgendwie sagt, okay, emanzipiere dich von der und der Sache, von der und der Verhaltensweise, aber emanzipiere dich nicht von dem Anspruch, den ich dir jetzt auferlege. Das ist ja Genau. schon wieder nicht das Ding. Nein. Das finde ich geil an diesem Ansatz auch zu sagen, es ist und bleibt natürlich immer Forschung. Ja, ja. Geil. Und auch hier zum Thema Tools. Diese Praxis, wie du sie ähm, nennst, Mhm. also zum Beispiel jetzt das pure Fühlen, das hast du so genannt, oder? Ich glaube, das, was du meinst, kenne ich nicht genau so. Ich kenne aber auch eine Form des sich sinken Lassens im Liegen. Ähm, ist bei mir noch mal ein bisschen anders. Also, und ich habe jetzt heute Morgen vor unserem Gespräch, ohne dass ich die Praxis von dir gelernt habe, also vermittelt bekommen habe, mich versucht an das zu erinnern, was ich von dir auch ich glaube, es ist deine letzte Podcast-Folge, die ich hören konnte. Mhm. Ähm, da erzählst du davon, sofern das okay ist, dass ich da Total, etwas gerne. von, okay, dass du Schilderungen kennst oder Berichte von Leuten kennst, die sagen, sie haben das abgebrochen. Ja, Und weil es halt zu krass ist. Und das Erste, als ich gehört habe ich habe gar nichts mit dieser Szene zu tun und
ich bin eigentlich irgendwie, ich bin und bleibe irgendwie die Rockerbraut, die raucht und trinkt und Gesundheit, fickt euch, das ist dieses ganze Ding, wo ich irgendwie mit reinkomme und trotzdem mich sehr wohl fühle in diesem Kontext. So. Ja. Also meine Ressentiments überwinden konnte. Aber als ich gehört habe, fühlen, da habe ich gedacht, was soll denn da schon passieren? Ich brauche ein Brecheisen. So, Ressentiment, also Vorurteil. Dann habe ich es mal versucht. Ja. So ein bisschen halt mit dir als gutem Introjekt, als Inspiration. Und es ist so hardcore. Mhm. Also ich dachte gerade in der Podcast-Folge hast du auch davon erzählt, es ergibt Sinn, dass man halt ein bisschen schon seinen Körper kennt oder diese Energieveränderungen kennt, diese Frequenzen, die Bereiche, die dazukommen, die Bereiche, die man sich erschließt, was passiert, wenn es einbricht. Also diese Mechanismen des Nervensystems kennt und da auch ein bisschen schon Flussbett hat und was halten kann. Mhm. Also auch was Es ist, aushalten kann in dem es Sinne. ist hilfreich, ja. Voll hilfreich. Das heißt, der Korpus ist quasi größer, Ja, in dem sich etwas bewegen kann. Oder man kann Intensitäten auch ein bisschen einschätzen. genau. Nur weil ich hier einen Druck habe, heißt das nicht, dass das jetzt so bleibt, sondern ich weiß, was passiert will, dass sich das lösen kann. All diese Sachen. Und ich habe es ausprobiert, wie gesagt, nicht von dir angeleitet, aber halt mit der Sonja quasi als Mhm. Präsenz. Und es war so krass. Es war total heftig. Also hier von wegen, ich brauche ein Brecheisen. Ich habe nicht damit gerechnet, aber so, das war auch noch mal anders als alles, was ich sonst so kannte von Sachen, die ich selber dann so Ja, in meinem Kram mache. Aber es war krass, also ja, was da alles geschehen ist. ja, Wenn man wirklich sagt, es geht jetzt hier auch nicht darum, in irgendwelche Risse reinzufallen oder in irgendwelche transzendenten Zustände zu kommen oder bei mir sind es halt die Fugen, also diese Sachen, mhm. wie ich das nenne, ist eine ganz andere Herangehensweise. Schon mal im Kopf dieses Wort allein zu haben, es geht ums Fühlen. Was heißt das denn, die ganze Zeit zu Ja, fühlen? Wie gesagt, ohne deine Praxis jetzt schon zu kennen, aber ich war überrascht davon, wie hardcore das ist. Zu fühlen. ich finde es Also krass. auch. Es geht mir auch so. Jeden Tag denke ich wieder, nein, nicht ganz jeden Tag. Manchmal ist es total schön. Hm. Und manchmal denke ich wieder, boah, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. This is crazy big oder I don't know. Es ist so wirklich, Mhm. es ist so unvorhersehbar Ja. und es kann so krass sein. Ja, und ja, So äh, rezeptiv auch zu sein. Also ja, das ist so krass sich ausliefern, Hingabe, hast du auch genau. gesagt, ja. Ja, ich kann darüber Stunden sprechen und das ist so schlimm, dass ich hier nicht, dass ich jetzt hier so gar nicht anfangen will, weil das so ist wie, nee, dann, das ist too much, damit höre ich dann nicht mehr auf. Und überhaupt, wir Och, reden jetzt schon lang genug, lass uns mal einen Punkt machen. okay. It's too much for me. Ich brauche auch noch meine Begrenzung hier, liebe Nina. Okay, sicherer Rahmen. Das ist nachvollziehbar. Ja, aber okay. Ich habe total Bock, mit dir weiterzureden Hm. und vielleicht wirklich zu einer anderen Zeit wieder, so wie nochmal frisch. Können wir gerne machen. Ja, super gerne. Total gerne. Das Ja, finde ich auch, fühlt sich für mich auch gut an. Also zu sagen, ja, wie sollen wir das in ein Gespräch? ja Also, eben. ja. That's the point. Ja, aber ich fände es auf jeden Fall jetzt schon mal cool, auch dadurch, dass dein Kurs, also es fängt jetzt einfach ein Kurs wieder an. Ja, Das heißt, wer da was gespürt hat, wer eine Resonanz gespürt hat, das Gefühl so, boah, das löst was aus, das löst eine Neugierde aus. Schaut mal bei der Sonja vorbei. Ich ich, empfehle die Arbeit mit dir. Also, wie gesagt, ich habe dich ja ähm, also wir sehen uns jetzt digital, aber es ist einfach krass zu wissen, wie du als Präsenz bist. Also ich habe eine Szene im Kopf. Ich kann mich daran erinnern, als wir uns das erste Mal quasi alleine über den Weg gelaufen sind auf dem Seminargelände. ja. Das war total krass, dieser Moment. Also es war wirklich. Ich kann mich gerade nicht erinnern, magst du sagen? Ich war in der Raucherecke und habe eine geraucht, Ja. alleine. Und es kamen manchmal so Leute vorbei und du kamst auch vorbei.
Und ich kannte dich aber schon quasi aus dem Internet. Also ich kannte dich irgendwie im Gespräch mit Idan. Mhm. Du warst mir irgendwie ein Begriff und ich glaube, du hast assistiert. Ich weiß Mhm. es nicht mehr genau. Auf jeden Fall Mhm. warst du da im Ja, Team. ja. Und ich habe da irgendwie halt so, also das war das erste Mal, dass ich so intensiv ein Seminar mitgemacht habe. Es war auch Mhm. total krass Thema Gruppenerfahrung, Ja, sich darauf einzulassen, hier so richtig mit ein paar Tage und so. Für mich absolut, ein absolutes Wagnis, richtig, richtig krass. Und ich kann mich daran erinnern, schon nach dem ersten Abend bin ich, also den Schlenker mache ich jetzt noch kurz, ich hoffe, das ist okay, weil das passt vielleicht ganz gut. schön. Ähm, Ich kann mich daran erinnern, das ist so abends erste Session und dann die Nacht und dann der nächste Morgen, wo es halt irgendwie richtig losgeht. Ähm, Nach dem ersten, also nach dem Intro quasi schon, habe ich gemerkt, oh, scheiße, ich werde hier gesehen, ich werde hier akzeptiert. Also ich habe hier überhaupt nicht dieses Gefühl von, ich müsste irgendwie auf eine bestimmte Weise sein. Hier geht es Oder, nicht um Konkurrenz. oder mit dem Rauchen aufhören? Nee, gar nicht. Ich muss nicht mal mit dem Rauchen aufhören. Äh, Es ist total schön. Also alle sind selber auf der Suche und gehen dieses Wagnis ein. Das hat eine Intensität und das war ein Gefühl, das ich nicht kannte. Und es war so krass, mir wurde das bewusst, dass ich mich gerade zum ersten Mal in meinem Leben in einer Gruppe sicher fühle. Und es hat auch eine Menge mit diesem, in welchem Zustand sind die Nervensysteme zu tun. Aber es war auch im Speziellen die ganze Konstellation, wie das Grundgefühl war, wie man miteinander reden konnte, also das war für mich eine Mischung, die das freigesetzt hat von Alter. Ich kenne dieses Gefühl nicht. Und sofort, das war so krass, dieses Wissen einmal, ja, ich habe das jetzt gebucht und ich habe jetzt diese Zeit und in der will ich auch wirklich mich committen und wirklich was verschieben. Ja, Das soll sich auch lohnen in dem blöden Sinne, aber ich möchte da auch wirklich, dass da was passiert. Ich möchte intensive Erfahrungen machen, die für mich eine Referenz sind, weil ich weiß, dass das hier passieren kann. Das ganze System spürt ja, hier kann was passieren. So mit allem drum und dran. Das ist so eine ganz andere Welt, die ich nicht kannte. Null kannte. Ähm, und in mir so ein krasser Terror losgegangen ist, direkt am nächsten Morgen. Ich bin ja früh wach geworden immer. Ähm, und dann bin ich als Erste, glaube ich, aufgestanden mhm. und bin rausgestapft, vom Gelände gestapft. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wütend ich war. Also etwas, in mir hat dieser Kampf stattgefunden von, das ist, was ich immer erleben wollte, ohne zu wissen, dass es das gibt. Und eine andere Instanz kämpft dagegen an. Ich habe sogar fast diese Fantasie gehabt von, ich reise sofort ab. Ja, Und dann ist mir klar geworden, das ist, weil es mir gut tut. ja. Oh, schade. Weil es mir gut tut, darf ich es nicht. Und das sind ja so Sachen, auf die man auch aufmerksam wird, wo ich glaube, also bei mir hat es immer dafür gesorgt, dass ich vor Sachen zurückgeschreckt bin. Ja, Habe ich aber erst hinterher gemerkt, wenn ich dann doch mal irgendwie ein Wagnis eingegangen bin, dass es das war. Also, dass es die Sucht danach ist, sich klein und schlecht zu fühlen und auf sich drauf zu hauen. Und in dem Moment, ähm, wo es die Situation eigentlich gar nicht abfordert, muss ich sehen, dass ich das bin, die das macht. Dass ich die bin, die den Hammer hält, mit dem sie auf sich draufhaut. Und dass ich die bin, ne, Stichwort Selbstverantwortung, die, die sich das absolut verbietet, sich unter Menschen sicher zu fühlen. krass. Es war total krass. Und dann bin ich halt doch geblieben und habe das sogar mit in den Raum gebracht. Aber das war so, es war auch beschämend zu sehen, ich kann es gar nicht aushalten, was ich mir so sehr wünsche. Und also ich meine, man ist da dann halt und das ist ja auch ein Ausnahmezustand. Also plötzlich sind total viele Sachen erlaubt. Es wird für ein Essen gemacht. Man kann da irgendwie, ne, auch diese Zeit, man hat total interessante Begegnungen und man kann sich da frei bewegen zwischen den Sessions und in den Sachen kann man auch frei sein und es ist irgendwie unglaublich gruselig. Ich habe festgestellt,
bin dann immer zur Küche gegangen und gesagt, gib mir was zu tun. Ich brauche einen Rahmen, ich brauche eine Aufgabe. Ich kann hier nicht einfach sein und mich frei bewegen. Es ist unmöglich. Oh my goodness. So war das. Und die Oh, Begegnung mit dir war halt so. Also ich so ein bisschen gekauert in meiner Raucherecke, schon ein bisschen, wenigstens ein bisschen energetisch das zusammenziehen wieder ja, können. ja. Wieder ein bisschen klein werden, einkapseln können. Und dann bist du aufgetaucht und bist halt einfach da rumgelaufen und hast dich so gestreckt. Also du hast so deine Arme gedehnt am Geländer und so total genüsslich Mhm. weiter in deinem Körper so, also deinen Körper so tanzen lassen und dich gespürt. Und ich habe es gesehen, ich dachte, okay, das will ich auch. Ich will einfach diesen Genuss. Also für mich war das wirklich dieses Stichwort, da genießt sich eine Frau. Ja. Wie geil ist das denn? Mhm. Das war so die Initiation von Sonja in meinem Ja. Oh Leben. Gott, oh mein Voll Gott. cool. Ehre, es ist so schön und sowas Wundervolles. Ja, und das war gar nicht Performance, sondern das war so, die macht das gerade wirklich, Ja. weil die sich so bewegen, weil die das Mit total Lust, schön findet, sich jetzt hier mal zu strecken. wenn sich das gut anfühlt. Ja, genau, weil das sich gut anfühlt. Das ist so geil, weil ja, du gibst ja auch Kurse zur Sexualität. Auch Ja. das ist da ja so ein, das ist so ein bahnbrechendes Ding, von dieser Performance wegzukommen. Aber ich will das Fass jetzt nicht noch aufmachen. Können wir aber auch mal drüber reden. Aber ja, das war die Initiation, dieses, boah, man kann einfach jenseits von das irgendwie aussehen lassen, Mhm. sich so krass selbst bejahen und etwas machen, weil es sich gut anfühlt und sich nicht korrigieren, nicht aus sich draufsteigen. Das ist total geil. Oh, total schön. Ja, Ja, ich genieße es einfach, dir zuzuhören. verboten schön war das. Also, und ist es. Herrlich. Und ich liebe es, dass du etwas kannst, was ich nicht kann. Oder lerne, Was du öfter lernst. kann. Aber was ich nicht von Haus aus kann. Mhm. Sondern wo so ein ganz krasses Tabu immer wieder auch kreischen will. Mhm. Und da liebe ich einfach auch diese Unterschiedlichkeit, unsere Wunden sind nicht dieselben. Nein. Und Aber das ist gut. das ist gut so, weil man dann einfach inspiriert wird an den Stellen, Ja, so voll. an neuen Stellen. Das ist ein Geschenk. Das ist so. Eins noch, äh, Mm, von wegen, ein Teil will freier sein und ein Teil will abreisen. mm, Das Thema innere Anteilearbeit, das mag ich auch sehr und das wird im Kurs auch auftauchen. mm, So wie, weißt du, innere sozusagen Aufstellungen zu machen mit inneren Anteilen, die man hat und die zu den Alltagssüchten was sagen möchten. mm. Das sind, Großartig, ja. ja, das ist in der Regel sehr hilfreich und augenöffnend auch oft und Mm, hilfreich dabei, in kein Extrem zu gehen, so wie du gesagt hast, sondern so freundlich und interessiert aneinander das Verhandeln anzufangen, weißt du? Im schönen Sinne, so wie, du willst das und du willst das. I get it. Was machen wir denn jetzt? So, weißt du, so, okay, weißt du, so, alle im Boot haben. Alle im ja, Boot haben ist so ein ja. gutes Gefühl und keinen davon zu dissen oder toller zu finden. Die gute Gruppe in sich. Ja, genau. Familientherapie für mich alleine. Ja, ja, so ist das häufig. Aber voll cool, dass du das auch machst. Also ergibt total Sinn für mich auch es sich auffächern und ausdifferenzieren zu lassen, was unter der Hülle der Alltagssucht Genau, eigentlich vielleicht auch mal kommunizieren möchte miteinander. genau. Cool. Ja. Oh, mega spannend. Ey, dann gute Reise für euch. Vielen Dank. Das wird bestimmt mega abgefahren. Ich habe auch so ein Gefühl, es wird aufregend Mm. und im schönsten Sinne ereignisreich, ja. Es Ja. wird nicht langweilig, that's I guarantee. Ja, 2 Monate, also 8 Wochen hast du ja gesagt, ist der zeitliche Rahmen, ne? Also von dem Ganz ehrlich, Programm. ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es sind gute 8 Wochen. Ich glaube, es sind Ja. 8,5. Kann ich mir auch vorstellen, dass das ein guter zeitlicher Rahmen ist, um halt einerseits nicht das Gefühl zu haben,
boah, jetzt bin ich Ewigkeiten Ja, in dieser Konzentration auf das Thema und gleichzeitig aber ist lang genug, um Erfahrungen zu machen, die auch so, also wo sich was verschieben kann und man da auch das zusammen beobachten kann. ja. Der Zeitraum hat sich auf jeden Fall bewährt Ja, an cool. verschiedenen mit verschiedenen Kursthemen. Ja, Und gleichzeitig lässt es als Rahmen natürlich ganz viel Raum für den Alltag, in dem man es ausprobieren kann. Das ist ja auch, genau, glaube ich, krass. genau, Dieses begleitende genau. Rahmenprogramm. Voll schön. Juhu! Geil. Ich feier's. Ja. Und ich feier dich. Das ist, Oh, Nina, Lina, nicht dich. hm. Oh mein Gott. Ich aus lauter Verlegenheit mal einen Schluck Tee nehmen. Ja, ich auch. Hm. Danke dir so sehr, Mann. Danke dir. Auch, dass du bereit warst, da ja, von zu berichten und zu erzählen und das zu zeigen. Total, total. Und du bist einfach so ein toller Gesprächspartner. Du bist so lebendig und klug und inspiriert und präsent. Das ist einfach herrlich. Gleichfalls. Ich bin wirklich, es ist ein bisschen, als hätten wir so ein romantisches Date. Also ich bin total aufgeregt, also ein bisschen verknallt. Das ist so spannend. Aber also ich habe dich lange nicht mehr so, also live gesehen. Das ist krass, Hm, total schön. hm, hm. Noch nicht das Gleiche, wie wenn man sich dann packt und Noch drückt und nicht. alles, Aber aber es ist schon näher dran als die ja, Sprachnachrichten. ist I know, schon. it's very true. Ja, total. Das ist auch, das kann man gar nicht, also ich kann das gar nicht konstruieren. Das macht ja mein Nervensystem. Also das sieht auch eine schöne Konditionierung, könnte man sagen. Es geht halt auf wie so ein Blumenstrauß. Ja, das ist doch Das ist krass. herrlich. Total. Hm. Ja, ich muss mich auf jeden Fall mal aufs Bettchen begeben. Ich bin hier in meinem Urlaubszimmer und das Fenster wieder öffnen. Und Sollen dann, wir die, sollen wir die Aufnahme? ja, mach die doch mal Ende. Das ist gut. Okay, Aufzeichnung stoppen. Und ich mache das Fenster auf. Warte, es dauert einen Moment.